Moin Moin, hier ist der Zapp. In dieser The Gunk Review bekommst du einen kleinen Einblick in das Science-Fiction-Action-Adventure mit Puzzle-Elementen, Jump-and-Run-Passagen und viel klebrigem Schleim. Ich erzähle dir, wie es sich spielt, was alles drin ist und am Ende gibt es eine Wertung von mir, aber vor allem möchte ich dir alle Infos geben, damit du für dich selbst entscheiden kannst, ob das Spiel dir Spaß machen könnte. The Gunk wird von Image & Form entwickelt und von Thunderful gepublished. Das Team hat bereits vorher die Spiele der SteamWorld-Serie entwickelt. Ich habe einen kostenlosen Testkey erhalten, meinen Dank dafür. Dies sollte aber keinen Einfluss auf meine Bewertung haben, da ich alle Spiele immer mit dem Gedanken im Hinterkopf teste, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Gameplay, Charaktere und Story. In einer fernen Zukunft, lange nachdem die Menschheit die Erde völlig zerstört hat, leben die Menschen im Weltall verstreut. Konzerne regieren und die wichtigste Ressource ist Energie für den Antrieb der Raumschiffe. Unsere Hauptheldin Rani reist zusammen mit ihrer Freundin Bex und dem etwas verwirrten Kochroboter Kurt durchs All, um Energiereserven zu finden. Ihr Raumschiff Dust Bee ist nicht weit entfernt vom Schrottplatz, aber Bex gibt sich Mühe, die alte Kiste flugtauglich zu halten. Rani hat vor längerer Zeit ihre rechte Hand verloren und trägt nun stattdessen einen mechanischen Powerhandschuh, den sie liebevoll Pumpkin nennt. Wenn sie auf ihren Reisen mal wieder alleine ist, fängt sie manchmal auch an, mit ihm zu reden. Ansonsten quatscht sie gern per Funk mit Bex, zumindest wenn die beiden mal nicht aufeinander sauer sind. Wir erleben die gesamte Geschichte aus der Sicht von Rani und meistens sind wir allein unterwegs. Manchmal kehren wir zum Raumschiff zurück und können dort auch mit den anderen Figuren kurze Gespräche führen. Aber die Hauptgeschichte wird fast immer in den Spielablauf integriert und findet als Funkgespräche während des Herumlaufens oder auch mal als Cutscene statt. Spieltyp Action-Adventure. In The Gunk bereisen wir eine bunte Science-Fiction-Welt und lösen dabei allerlei Rätsel. Daneben benutzen wir unseren mechanischen Powerhandschuh, um eine Verschmutzung namens Gunk, also frei übersetzt sowas wie klebrige Masse, mit einem Staubsauger aufzusaugen. Dieser Matsch hat den ganzen Planeten verseucht und immer wenn wir ihn in einem bestimmten Bereich beseitigt haben, wächst die Natur nach und aus der vorher schwarz-roten Verseuchung entsteht eine enorm hübsche Welt. Dabei wachsen oft neue Brücken, Kletterranken oder Pilze, die uns dann helfen, im Level weiter vorwärts zu kommen. Wir scannen unsere Umwelt und erhalten dadurch Erfahrung, was neue Upgrades für unseren Handschuh freischaltet. Diese Verbesserungen wie schneller saugen, verschiedene Schüsse, Köder oder einfach mehr Ausdauer bekommen wir aber nicht sofort. Wir müssen erst reichliche Ressourcen sammeln und dann zu unserem Raumschiff zurückkehren, damit wir sie an der Werkbank herstellen können. Die Welt ist in einzelne Karten aufgeteilt, die wir nach und nach erkunden, reinigen, ihre Geheimnisse aufdecken und dabei in der Geschichte vorwärts kommen. Wir können an manchen Punkten Teleportmarker setzen und dann per Schnellreise zum Raumschiff und wieder zurückreisen. Zuerst ist die Umgebung zwar verseucht, aber noch recht friedlich. Aber nach und nach bekommen wir es auch mit verschiedenen Alien-Monstern zu tun. Diese werden selten durch Schießen, sondern meistens durch etwas komplexere Taktiken besiegt. Manche müssen wir mit dem Handschuh ansaugen und auf den Boden werfen. Bei anderen ihr Geschoss auffangen, es gezielt auf sie zurückwerfen, um sie zu betäuben und sie dann schnell aus der Erde ausreißen. Bei wieder anderen müssen wir ihren gefährlichen Ansturmattacken ausweichen und dann in ihren Rücken gelangen, um dort ihre Energie aus einer empfindlichen Stelle abzusaugen. Die Welt ist dabei recht linear aufgebaut, die Reihenfolge der Karten ist fast immer genau vorgegeben. Allerdings sind die meisten der Karten dafür auch wirklich abwechslungsreich gestaltet. Und die dort gebotenen Puzzle- und Kombinationsrätsel sowie auch Hüpfaufgaben regen den Kopf an. Technik, Grafik, Sound. The Gunk wurde mit der Unreal Engine 4 entwickelt, die Grafik ist dadurch meistens schick und hochwertig. Allerdings gab es auf meinem Mittelklasse-PC doch auch öfter mal Ruckeleien, besonders in den Cutscenes, wenn man zum Beispiel mit einem Fahrstuhl durch einen größeren Level fuhr. In diesen Situationen sind die FPS manchmal auf 15 oder sogar niedriger eingebrochen. Die Texturen und Animationen sind schick und das Design der Figuren und Level ist obere Mittelklasse. In einigen Bereichen auch noch besser.
Was mir nicht so gut gefallen hat, waren die sehr steifen Gesichter. Zwar haben die Charaktere, wenn sie beim Reden in die Kamera schauen, so etwas Ähnliches wie Lippenbewegungen, aber ansonsten sind keinerlei Emotionen auf ihren Gesichtern zu erkennen. Die Vertonung von The Gunk ist gut, die Musik ist ebenfalls ganz nett, aber besonders gefallen haben mir die eigentlichen Spielsounds, wie Monsterschreie, Matschgeblubber und Schussgeräusche. Diese Dinge hören sich wirklich klasse an und das hat einiges zur Atmosphäre beigetragen. Die Geschichte von The Gunk wird komplett mit englischer Sprachausgabe erzählt und die Sprecher haben sich wirklich Mühe gegeben, die Figuren überzeugend darzustellen. Dazu gibt es Untertitel und Menüs in zahlreichen Sprachen, unter anderem auch in Deutsch. Die Übersetzung ist dabei hochwertig. The Gunk Test, Meinung und Fazit. The Gunk erschien bereits Mitte Dezember 2021 für Xbox One sowie Xbox Series X und S. Es ist auch für PC im Xbox Shop bzw. Windows Store erhältlich. Es kostet 24,99 € oder genauso 24,99 $. Es ist auch von Anfang an im Game Pass enthalten, aber dies wird sicher nicht für immer bleiben. Als PC-Spieler habe ich wirklich Probleme, mich mit dem Windows Store und auch genauso mit der PC-Xbox-App anzufreunden. Von allen PC-Spieleplattformen ist dies leider die unbequemste, sperrigste und am schlechtesten zu bedienende Erfahrung. Auch die gebotenen Features sind sehr, sehr begrenzt. Hierfür können dieses Spiel und seine Entwickler nichts, aber trotzdem leidet das Spielvergnügen etwas durch den schlechten Microsoft Shop. Dazu kommen technische Probleme, zum Beispiel bei den Save Games. So habe ich mich einmal festgehängt, entweder weil ich den Charakter in eine Sackgasse manövrieren konnte oder weil ein Event nicht ausgelöst hat. Bedauerlicherweise gibt es nur einen einzigen Gesamtsave, der permanent auf 3 Slots im Wechsel autosaved. Und da ich einige Zeit nach einer Lösung für das Problem gesucht habe, waren dann alle 3 Slots mit diesem defekten Spielstand überschrieben. Ein Zurück war also auch nicht möglich, ich musste von vorne anfangen. Dazu kommt, dass das Spiel die Save Games an wirklich verwirrenden Orten auf der Festplatte abspeichert. Und selbst wenn man sich manuell Kopien macht, um seinen Spielstand für den Notfall zu sichern oder eventuell mehrere Durchgänge aufzubewahren, dann macht einem die Cloud-Save-Synchronisation einen Strich durch die Rechnung. Denn diese bügelt einfach ohne nachzufragen beim Spielstart immer knallhart das Cloud Save Game über lokale Save Games. Wenn man hier also wirklich mit mehreren Spielständen etwas machen möchte, hilft nur, die Internetverbindung zu trennen, während man The Gunk spielt. Das ist extrem unbequem und ziemlich nervig. Aber vorerst genug Gemecker, denn The Gunk hat auch viele schöne und positive Seiten. Besonders die vielen abwechslungsreichen Varianten und Kombinationen von Rätseln sind wirklich gut gelungen. Auch die Geschichte ist durchaus spannend, die Figuren sind nette Charaktere, könnten aber vielleicht noch mehr Tiefe vertragen. Das Leveldesign basiert auf einer Vorher-Nachher-Technik. Zuerst ist alles mit Matsch verseucht und schwarz-rot-grau und dies ersetzt man beim Spielen nach und nach durch eine schöne Pflanzenwelt, die vor allem aus sattem Grün und Gelbtönen mit vielen bunten Farbtupfern besteht. Das taktische Dreckwegsaugen macht Spaß. Man bekommt wirklich ein Gefühl dafür, dass man eine kranke Welt heilt, zumindest im Ansatz. Und oft ist dies nicht nur Mittel zum Zweck, sondern hat auch in vielen Rätseln und Kämpfen eine taktische Funktion. Die Kämpfe sind ungewöhnlich, da sie eigentlich nie mit Schießen gelöst werden. Die Waffe ist nur zum Schalter aus Entfernung bedienen, Samen herunterschießen oder vielleicht mal für eine Betäubung gut. Abschließend muss ich aber sagen, dass mir The Gunk insgesamt viel zu kurz vorkam. Der Spielspaß besteht vor allem im Erkunden und Suchen nach Lösungen für die Rätsel und wenn man erstmal weiß, wo und wie man vorwärts kommt, ist später ein erneutes Spiel nur wenig interessant. Denn man erlebt zwar eine sehr gut gemachte Geschichte in einer schicken Welt, aber da diese nur 5 bis 6 Stunden Spielzeit mitbringt und der Wiederspielwert des Games leider nahezu gar nicht vorhanden ist, passt der Preis für mich nicht. Selbst Titel mit AAA-Qualität und so kurzer Spielzeit wären zu bemängeln, denke ich. Und The Gunk ist zwar stabil und spannend, aber halt, wenn es hochkommt, AA. Teilweise wirkt es eher wie ein Indie-Game. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte dafür knapp 25 € bezahlt, wäre ich wohl unzufrieden oder sogar enttäuscht gewesen. Das Spiel funktioniert bestimmt sehr, sehr gut für Game Pass-User. Als Kaufspiel halte ich es aber für eher ein wenig enttäuschend und zu teuer. The Gunk Review. Wertung
Für ein Spiel, das man als Xbox- oder PC Game Pass-User sowieso mit im Abo-Preis enthalten hat, ist The Gunk wirklich toll und ein besonderes und spannendes Abenteuer. Hier möchte ich mit einer Basiswertung von 85% beginnen. Für kleinere technische Mängel wie Ruckler und ein wenig benutzerfreundliches Safe-Game-System möchte ich hier 3% abziehen. Sollte man kein Game Pass-Abonnent sein, halte ich den Preis von The Gunk allerdings für extrem zu hoch. Bei ca. 5 Stunden Spielzeit einen Preis von 25 Euro oder Dollar anzusetzen, das ist einfach zu viel in meinen Augen. In diesem Fall möchte ich eine deutliche Abwertung von 15% für die Preisgestaltung ansetzen. Damit komme ich zu einem zweigeteilten Endergebnis von 82% für Game Pass-Spieler und von 67%, falls man den vollen Preis bezahlt. Da das Spiel und seine Entwicklung wohl so erstmal abgeschlossen sind, sehe ich auch keine richtige Chance für eine spätere Aufwertung durch Patches. Ist einem der Preis eventuell egal oder sollte er mit der Zeit niedriger sein, fällt der Abzug weg und dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Magst du gern eine Welt vor dem Umweltkollaps retten und deinen Kopf mit ansprechenden Kombinationsrätseln fordern? Oder sind der hohe Preis und das viele Hüpfen nichts für dich? Schreib mir gern deine Meinung in die Kommentare oder im Community-Discord unter zapzock.de/Discord. Mehr Gaming-News, Spiele-Reviews und Guides findest du auf dem YouTube-Kanal oder unter zapzock.de. Daumen klicken, abonnieren und mit Freunden teilen kann bestimmt nicht schaden und dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Ciao, ciao, dein Zap.